das ist Roldanillo. Und so hat es ausgesehen, als ich dort bin angekommen. Und mit diesem Partybus fährt man dann auch auf den Startplatz rauf. Und das hier ist der Startplatz Agua Panela. Und so sieht es aus, wenn man dort startet. Ich war im Januar für einen Monat in Kolumbien am Fliegen. Stopp, Moment schnell, das bin ich aus der Zukunft, ich muss da ganz schnell etwas ergänzen. Ich rede da vom Januar, mit dem meine ich selbstverständlich den Januar 2022, mittlerweile haben wir Januar 2023, okay. Ich bin schon etwa die auf Startplätzen von Leuten darauf angesprochen worden, warum sie eigentlich keine Videos mehr machen. Eigentlich mache ich ja Videos, einfach nicht so häufig. Ich mache es eigentlich ja auch gerne, aber es gibt einfach noch viele andere Sachen in meinem Leben, die ich auch sehr gerne mache. Und dann gehen ja manchmal gewisse Sachen zwischen. Dafür entsteht manchmal auch etwas sehr Cooles. Zu dem dann am Schluss von diesem Video noch mal etwas. Noch ganz etwas anderes. Ich habe bei diesem Video probiert, mit einer Frontkamera Live-Kommentare dazu zu nehmen, weil ich finde, ich kann euch so noch viel näher ans Geschehen mitnehmen. Leider habe ich es mit den Windgeräuschen einfach noch überhaupt nicht im Griff gehabt. Gewisse Sachen habe ich aber das Gefühl gehabt, das geht gerade noch so. Es ist aber zum Teil wirklich schwer verständlich. Ich hoffe, es ist okay. Gut, das wär's mal für einen Moment. Zurück zur Vergangenheit. Hallo zusammen. Ich bin jetzt hier auf dem Startplatz von Roldanillo. Ich bin jetzt seit gut 2 Wochen hier. Gestern hat es mal einen Ruhetag gegeben. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit, mein Kameraequipment aufzubauen. Und noch einen getroffen von Deutschland und kennengelernt. Und der hat mir dann geholfen, das Zeug irgendwie einzurichten. Okay. Und so dürfen den Trage gut nehmen, wie gesagt. Ja. Er hat noch ein paar entscheidende Ideen gehabt, weil beim Impress ist das gar nicht so einfach, das einzurichten. Jetzt mache ich heute mal erst einen Testflug mit dem Zeug und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das Wetter sieht im Moment recht gut aus, aber hier in Roldanillo ist das immer so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiss wirklich nicht, was passiert. Es kann morgen völlig grau aussehen und sogar regnen und dann einen super Tag geben. Oder es sieht super aus und dann hat es schnell ab und dann ist gar nichts mehr. Da gibt es alle Varianten. Jetzt bin ich ziemlich durch, nach 15 Tagen jeden Tag fliegen. Aber jetzt der Ruhetag hat mir schon gut getan. Mal schauen, wie ich heute mache. Probieren wir das mal aus. Da hinten ist der Startplatz. Ich bin ein bisschen ins Abseits gegangen. Ich habe es nicht so gerne vor den Leuten zu filmen. Ich freue mich jetzt auf den Flug und hoffe, ich habe kein Problem mit der Kamera, die raussteht. Das ist ein bisschen anders als beim Lightness und mal schauen, ob die Perspektive gut aussieht. Also, man sieht sich etwa in der Luft. In diesem Video zeige ich euch einen der weiteren Flüge, die ich dort gemacht habe. Und im Verlauf des Videos werde ich dir etwa noch ein bisschen das Gebiet erklären. So, ich bin gestartet. Die Kamera hat mir jetzt überhaupt kein Problem gemacht. Ich hoffe, es sieht auch gut aus. Jetzt kommt da die übliche Querung, da muss man sehr weit links gehen und dann läuft es einem häufig das Gerät drüber. Und ich habe schwer den Verdacht, dass es heute auch so ist. Dann muss man da mal ein paar Kreischen Basis machen und dann geht es in Richtung Norden. Die Basis ist schon verhältnismäßig hoch, also fast 2000. Normalerweise ist sie um die Zeit irgendwie auf 1800 rum. Das ist gut, aber es hat schon viel Schatten, das ist nicht so gut. Normalerweise würde ich jetzt hier links gehen, aber hier scheint es so gut zu steigen. Das kann ich schnell mal ausprobieren. Jetzt das an. Es scheint ein Brettschuh, ein labiler Tag zu sein. Ich habe fast den Verdacht, es kommt mal noch regnen. Was nicht weiter tragisch wäre. Aber mit so wenig Sonne, so viel Thermik, das ist vielleicht ein bisschen geil. Oh, ich muss da weg, sonst bin ich in der Woche. Scheisse. Hier habe ich jetzt leider nicht gecheckt, dass sich die 360-Grad-Kamera ein bisschen verselbstständigt hat. Man sieht auf diesem Video hier, dass sie nicht mehr ganz dort ist, wo sie eigentlich sein sollte. Aber keine Angst, ich schaffe es dann schon noch, das zu flicken. So, und jetzt ist glaube ich langsam Zeit, dass ich euch mal noch ein bisschen Kontext gebe. Schauen wir die ganze Sache doch mal auf einer Karte an. Wir befinden uns hier im Valle del Cauca. Das ist ein ziemlich breites Tal, das sich so ungefähr Nord-Süd erstreckt. Und unsere Spielwiese ist dann ungefähr dieser Bereich. Begrenzt ist sie hauptsächlich der Luftraum und der gewisse Gebiet, wo es einfach keine Strasse hat, wo man nie mehr zurückkommen würde, wenn man absaufen würde. Okay, wir sind jetzt hier zu Roldanillo, dort oben ist der Startplatz. Normalerweise fliegt man hier oben zuerst mal Richtung Norden. Für das fliegt man dann oben zuerst über die beiden Rippen und dann kommt dann gerade mal eine ziemlich weite Querung.
Aber jetzt musste ich zuerst mal noch an dem ersten Rippi aufdrehen und habe auf der Suche nach dem Hammersteigen noch mal eine kleine Extra-Runde gedreht. Manchmal sollte man einfach nehmen, was es gibt und nicht ewig nach dem besten Steigen suchen. Voilà, da hätten wir es. Jetzt kommt die erste grosse Querung. Aber nach der hatte ich noch nie ein Problem anzuhängen. Es ist zwar dort oben schon wieder fast 1500 oder so. Ich habe ein bisschen Woche gesehen, aber am Boden. Und das Wichtigste, ich weiss, dass wieder der Bleckenschirm vor mir ist. Von dem her ist das jetzt nicht so bedenklich. So, ich bin nochmal aus der Zukunft. Ich muss da noch einen kleinen Einschub machen zum Thema Fliegen und Wochen. In diesem Video seht ihr mich ein paar Mal extrem nach an Wochen fliegen. Jetzt ist es in Kolumbien so, dass das einerseits fast alle machen und andererseits ist es extrem schwierig, ohne das überhaupt wirklich weit zu fliegen. Das heisst jetzt noch nicht, dass man das wirklich einfach machen sollte. Gleitschirmfliegen und Wochen ist ein riesiges Thema und eventuell mache ich sogar mal ein Video zu dem. Aber ganz kurz an dieser Stelle, ich finde, es gibt so 3 Bedingungen und wenn die erfüllt sind, kann man es halbwegs verantworten, relativ nah an die Woche zu gehen. Erstens, ich bin relativ sicher, dass es sich um ziemlich flache Wochen handelt, also ganz sicher keine Cumulonimbus, Gewitterwoche oder hochaufstürmende. Zweitens, ich bin sicher, dass ich in der Woche innen keine Kollision werde haben. Das heisst, erstens, ich habe vorher gesehen, dass weit und breit kein Gleitschirm um mich herum ist. Zweitens, ich weiss, dass ich in einem Luftraum bin, wo kein Instrumentenflug erlaubt ist. Das ist, soweit ich weiss, Rodanio, wo ich dort war, der Fall gewesen, aber verlasst mich nicht auf meine Aussage und prüft das selber. Und drittens, man weiss, was man machen müsste, falls es ihm gleich mal in die Woche reinziehen würde. Ich will mit dem sicher nicht sagen, dass man mit einem Gleitschirm sicher einen Instrumentenflug betreiben kann, sondern eher, dass wenn man nicht weiss, was man macht, eigentlich fast garantiert ist, dass man sehr viel Schwierigkeit hat, aus der Woche rauszukommen, falls die Woche am Gelände ankommt, dass man wahrscheinlich in das Gelände reinfliegen wird. Also kurz zusammengefasst, so nach einer Woche fliegen ist immer so eine heikle Angelegenheit, aber unter gewissen Bedingungen und wenn man weiss, was man macht, ist es etwa halbwegs zu verantworten. Nachdem ich mir dann mal einen Plan gemacht habe, wo ich nach der Querung am besten aufdrehen, habe ich dann endlich mal festgestellt, dass meine Kamera wirklich nicht mehr ganz da ist, wo sie eigentlich sein sollte. Zum Glück habe ich es dann auf dieser ruhigen Querung geschafft, die wieder sauber zu positionieren. Wegen dem vielen Schatten der Querung habe ich mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, aber wir haben ja schon mehr festgestellt, dass der Tag ziemlich labil zu sein scheint. Nach der Querung kann man hier relativ easy Ridge nachfliegen und findet eigentlich immer wieder gut steigen. Die Hauptchallenge liegt hier eigentlich drin, die guten Linien zu verwischen. Auf der Strecke hier vorne habe ich jetzt wirklich nur das Steigen getragen, das wirklich geil war. Alles andere habe ich ein bisschen sein und durch das bin ich jetzt langsam nicht mehr so hoch, aber das ist durchaus sinnvoll. Das hier ist nämlich, glaube ich, der Ort, der ganzen Flanke hier, wo am zuverlässigsten steigt. Hier nicht aufkommen, dann steigt es nie. Ja, also hier ist es bis jetzt oben gegen besser. Gut, dann fliegen wir halt weiter. Ja, schau jetzt das an. Da vorne steht offenbar ein Hammerschlag. So, jetzt kommt die grosse La Union-Querung. So, das ist jetzt Rodanio, dort sind wir gestartet, dann sind wir von dieser Strecke geflogen und jetzt sind wir dort auf der Ridge oben. Jetzt sieht man, das ist eben ein grösserer Talabschnitt und dort über ist eben die grosse La Union-Querung. Für diese Querung braucht man mindestens eine Basishöhe von guten 2000 Metern. Wenn es drunter ist, dann wird es wirklich verdammt eng. An diesem Tag war es aber überhaupt kein Problem gewesen. Was an dieser Stelle aber auch noch eine gute Option ist, ist ins Flachland rauszustechen. Insbesondere, wenn man eine tiefe Basis hat oder manchmal ist es eben verdammt hackig an der Kette und das ist im Flachland häufig viel schöner. Jetzt sind wir aber schon an der Querung angekommen und wir finden dort direkt super geiles Steigen. Jetzt sind wir in 3 Meter integriert fast. Kannst du eigentlich nichts sagen. Das ist einfach so ruhig, dass man das Gefühl hat, es sei schwach.
An dieser Ridge hat es noch häufig sehr stark gestiegen, meistens musste ich aber gleich ein bisschen länger suchen. Zudem hatte ich jetzt hier auch recht viele Schirme um mich herum, was natürlich die Thermiksuche recht viel einfacher gemacht hat. Nach dem ersten Aufdrehen wird es aber zuerst gerade mal wieder ein bisschen trickreicher, da muss man ein bisschen eher schauen, wo es echt Thermik ist. Das sieht man da schön an dem Schlenker, den ich da machen musste, weil ich wahrscheinlich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, da kommt schon noch etwas Besseres. Tja, beim Gleitschirmfliegen wird Ungeduld halt öppe die auch mal bestraft. Aber hier habe ich dann gleich wieder etwas gefunden und komme jetzt mal an die Basis wieder rauf. Dann ist ab hier immer so ein bisschen die Frage, wie weit hinten in den hohen Bergen man fliegen will. Dort hinten ist häufig die Thermik ein bisschen besser, dafür ist man weiter weg von der Zivilisation, was mich aber ein bisschen weniger entspannt macht. Hier sieht man jetzt auch ganz schön am Windversatz, dass wir relativ starken Wind vom Flachland in Richtung hohe Berge haben. So, und ab hier fliege ich jetzt das ganze Stückchen mal wieder mit einem zusammen, den ich schon am Startplatz getroffen habe. Der heisst tatsächlich Moneypenny zum Nachnamen und irgendwie scheint das zu helfen, weil er fliegt mit einem Low-B-Schirm, also dem Vieh Tenor, den er da hat, locker die ganze Zeit den C-Schirme hinten nach. Oder zum Teil voraus. Wir haben hier so ziemlich lange Ridges, die eben zu den Bergen rauf sich strecken und die Thermik geht immer irgendwo über denen ab. Die Frage ist einfach immer, wo? Wenn man dann mal ganz hinten an der höchsten Ridge ist, hat man den Vorteil, dass die etwas steiler ist, manchmal soaret es dort. Das Mal hat das so hepp-klepp funktioniert. Und langsam kommen wir jetzt so hier in die Region vom nördlichen Turnpoint. Als nächstes habe ich jetzt hier mal noch so ein mittleres Gabarett gehabt, zieht mich das mal rein. By the way, das ist jetzt 35-fache Geschwindigkeit. So, hello again. Jetzt hatte ich gerade einen rechten Salat gehabt. Ihr hättet mich fluchen hören. Die Kamera ist leider gerade nicht gelaufen. Sie hat einfach überhaupt nicht dort hingen. Und ich glaube, langsam ist eben in der tiefen Lage die schlechte Luft reingekommen. Das scheint hier im Norden irgendwie immer zu einer gewissen Zeit zu passieren. Ich weiß nicht genau, an was das liegt. Aber jetzt bin ich endlich wieder hoch. Und muss jetzt aber Gegenwind retour fliegen gegen Süden. Jetzt habe ich mit dem beschlossen, dass wir eben hier den nördlichen Turnpoint setzen. Von La Union aus bin ich jetzt hier durch immer wie weiter an die Hauptridge geflogen, bis ich die dann beim nördlichen Turnpoint bei San Francisco erreicht habe. Und ja, es gibt in Kolumbien ein Mini-Hure-Kaff, das San Francisco heisst. Und weil jetzt die Basis ziemlich deutlich gestiegen ist, können wir jetzt den Rückweg eigentlich alles schön an der Hauptridge nachfliegen, bis wir bei La Union wieder eine Querung machen müssen. Es hat jetzt hier zwar deutlich spürbaren Gegenwind gehabt, aber der Hauptridge nachfliegen ist halt einfach super. Einerseits haben wir meistens sehr gutes Gleiten gehabt und zum Teil sogar ein bisschen soaren. Andererseits ist das Finden von Thermik hier auch sehr viel einfacher gewesen. Es ist allerdings relativ selten, dass man eine Basis hat, die genug hoch ist, dass man der Hauptridge nachfliegen kann. Auch wenn es hier eigentlich sehr gäbig ist gegangen, ist es nicht ganz einfach gewesen, wirklich gute Steigen zu finden. Ich habe immer mal wieder so mittelmässiges Zeug ausgetragen und hätte jetzt gerne mal wieder so einen richtig guten Schlauch gehabt. Endlich mal einen vernünftigen Schlauch. Und ich muss also schon sagen, endlich mal wieder so richtig hoch sein, ist schon etwas hure Entspannendes. An dieser Stelle bin ich jetzt 2,5 Stunden in der Luft und habe vermutlich langsam die erste Schwächephase. Langsam kommen wir nämlich zur Querung bei La Union wieder retour. Die ist zwar nicht ganz so weit wie beim Herrenweg, trotzdem sollte ich schauen, dass ich mal langsam aufdrehen kann. Das wäre bei diesem Hammerschlauch zwar so wirklich easy gegangen, aber offenbar halte ich das nicht für nötig.
Kurz darauf runter kommt nämlich schon die letzte Thermik vor der Querung. Aber die ist so richtig schwach und verrissen, von dem her starte ich so wirklich tief auf meine Querung. Das Tal bei La Union ist windtechnisch vermutlich die komplexeste Geschichte in dieser ganzen Gegend. Von dem her wäre es dort eben insbesondere wichtig, hoch zu sein. Echt so ist, das ist jetzt gar nicht gut. Gegenwind kommt zu und ich komme tief an, es ist leer. Ich bin nicht sicher, ob das Junge überhaupt noch steigt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich mich aus dem Scheiß noch ausgraben kann. Echt nicht. Es ist dann gleich schwach, aber einigermaßen zuverlässig aufgegangen. Hier habe ich mich dann genug sicher gefühlt, zu dem Gipfel zu fliegen, weil ich wirklich einfach das Gefühl hatte, dort sei das Steigen viel besser. Das war dann aber gar nichts und bei diesem Vorfliegen habe ich dann langsam so richtig Blut geschwitzt. Der rettende Schlauch war am Anfang so ziemlich zaghaft, hat sich aber mit steigender Höhe langsam zu einem richtigen Hammerschlauch entwickelt. So bin ich dann schon kurz auf der Zielgerade, für wieder an den Startplatz retour zu fliegen. Hier habe ich jetzt gesehen, dass ich gerade unter die letzten Wochen vor einem grösseren blauen Loch fliege. Wegen dem habe ich jetzt hier wirklich nochmal Thermik gesucht und mir die Zeit genommen, an die Basis raufzukommen. So, jetzt sind wir in dieser blauen Zone. Das ist eine anspruchsvollere Etappe. Hier rechne ich mit deutlich weniger guter Thermik, von dem her drehe ich einfach alles aus, was ich bekomme. So, da lang. Wir sind wieder beim Startplatz. Dann sieht man dort hin. Wir haben jetzt 76 km flaches Dreieckchen. Das ist vom 4 ab 1. Also, da ist noch nicht so viel Luft. Die Frage ist, was passiert mit dem Tag? Irgendwie mittlerweile ist es. Tja, also der Rest von dem versteht man wegen der Windgeräusche jetzt leider eigentlich überhaupt nicht mehr. Also, was habe ich da noch so erzählt? Es hat weniger Wochen, das Steigen wird schwächer, das Sinken wird stärker, ergo, es ist einfach stabiler geworden. Eigentlich würde ich hier gerne ins Flache rausfliegen, weil dort hat es eigentlich Wochen, aber das wollte ich nicht allein machen und von den anderen scheinen alle Richtung Norden zu fliegen. Also fliegen wir halt Richtung Norden. Für das müssen wir aber als erstes beim Startplatz maximale Höhe machen, weil als erstes kommt dann gerade mal so eine richtig weite Querung. Man sieht, wie ich hier wirklich jeden letzten Meter am Ausquetschen bin. Man kommt hier irgendwie gerade nicht mehr so richtig weit rauf, von dem her nehme ich einfach das, was man bekommt und gehe auf die Querung. Kaum habe ich die Querung angefangen, bin ich dann gleich plötzlich noch in ein feierlich gutes Steigen reingelauert. So konnte ich die Querung gleich mit einer einigermaßen anständigen Höhe machen. Bin ich eigentlich auf einer ganz guten Höhe angekommen, aber es ist halt einfach harzig weitergegangen. Ich habe trotz einer extra Runde zum Suchen um ein sehr schwaches Steigen gefunden, aber das ist einfach Roldanillo. Auf jedem guten Flug gibt es irgendein Mittelteil, wo man einfach durchbeissen und Geduld haben muss. Hier habe ich immerhin jetzt schon halbwegs anständiges Steigen gefunden. Jetzt sieht man da rechts vor mir so wunderschöne Thermikwölkchen. Die sind jetzt eigentlich ein klares Anzeichen dafür, dass der Wind von links kommt und die Thermik an der Hauptridge oben abgelöst wird. Das Problem ist jetzt hier eben, dass die Hauptridge an dieser Stelle so ein Hochplateau ist und die Thermik am rechten Rand von diesem Plateau abgelöst wird. Ich habe hier einfach mehrfach festgestellt, dass man die Thermik eigentlich nur verwünscht, wenn man sich voll darauf committet, auf die andere Talseite zu landen. Aber rechts von dieser Ridge ist einfach wirklich Niemandsland. Das Risiko würde ich wirklich nicht eingehen. Und hier sieht man jetzt wunderschön im Zeitraffer, wie sich genau über dieser Stelle, wo ich am Drehen bin, gerade eine Wolke bildet. So langsam sind die Bedingungen wieder bedeutend besser geworden. Wie es aussieht, hat sich das Durchbeissen also so richtig gelohnt.
Für jetzt hier weiterzukommen, muss ich aber in ein Gebiet fliegen, das auch am Anschein nach deutlich weniger gut erschlossen ist. Es hat zwar irgendwo eine Strasse, aber nur so eine kleine und recht wenige Häuser. Aber auf dem Gelände unten hat es Sonne und obendran hat es perfekte Wolken, von dem her bin ich relativ optimistisch dort hineingeflogen. Der erste Schlauch hier verspricht auch schon mal viel Gutes und die Aussicht ist irgendwie noch recht geil hier. Es geht gut auf 2,5 mittlerweile. Das ist wieder schön. Es ist endlich wieder die Kühle, heute ist ein warmer Tag. Der Sonne ist dann bin ich sehr froh, jetzt mal wieder an der kühlen Basis oben zu sein. Hier am Wochenrand noch vorfliegen. Ja, ich weiss, man hat jetzt hier nicht ganz alles verstanden, aber ich bin mit der Gesamtsituation relativ zufrieden. Ich habe eine perfekte Wolkenstrasse vor mir, es ist schön kühl und die Aussicht ist geil. Hier konnte ich jetzt einfach schön unter der Basis durchfliegen. Ich habe etwa die mal ein paar Kreisli gemacht, für den Anschluss nicht zu verlieren. Jetzt fliege ich in den Rückenwind. Man könnte jetzt Angst haben, dass man dann den Gegenwind öffnen muss. Ich habe den Wind aber so häufig, dass ich da noch nicht so sicher bin, dass das so passiert. Wir kommen langsam im Bereich von meinem südlichen Turnpoint und jetzt hat sich die Frage gestellt, was ich denn hier eigentlich noch machen will. Hier bin ich über einen Startplatz gekommen und dann dort durch alles zu dem Hochplateau, wo aber ein bisschen weniger gut erschlossen ist. Jetzt wollte ich den Turnpoint hier im Ecke von diesem Plateau setzen, weil wenn ich jetzt noch weiter in Süden wäre geflogen, hätte ich irgendwie Bedenken gehabt, ob ich dann noch zurückkommen wäre. Mein Originalplan wäre eigentlich gewesen, mit einer Flachlandquerung noch ein FAI-Dreieck zu machen. Im Flachland hat es wirklich nicht gut ausgesehen, es hat überhaupt keine Wolken gehabt. Trotzdem habe ich irgendwie nicht viele andere Optionen gesehen und habe gefunden, ja, dort probieren wir es halt mal. Der Plan war an dieser Stelle, bis hier retour zu fliegen, nach dem Rippe nach raus, hier bei der Strasse überqueren und dort versuchen anzuhängen. Auf dem Rückweg vom südlichen Turnpoint hatte ich eine wunderschöne Wolkenstrasse über mir gehabt. Trotzdem musste ich immer so ein bisschen schauen, dass sie genug hoch bleiben. Man sieht jetzt hier wunderbar, dass das Aufdrehen in der unteren Lage recht harzig war und dann oben sehr viel besser ist geworden. Man sieht, dass die Wolken gegen aussen gängig dünner werden. Von dem her habe ich jetzt jedes Steigen mitgenommen. Ich habe einfach immer damit gerechnet, das könnte jetzt die letzte oder zumindest die letzte wirklich gute Thermik gewesen sein. Hier bin ich jetzt einerseits unter der letzten Woche gewesen, die noch einigermaßen gut hat ausgesehen. Andererseits ist sie in dieser Zone überall so ein bisschen aufgegangen. Von dem her bin ich jetzt hier einfach suchen, bis ich den Schlauch wirklich gefunden habe, der mir das letzte Mal vor der Querung noch mal so richtig hat aufgebracht. Hier ist zwar das Flachlandfliegen eigentlich schon deutlich einfacher als zum Beispiel bei uns im Jura. Wenn es aber so gar keine Wolken hat, so wie jetzt hier, kann es halt einfach schon sein, dass es dann wirklich einfach nicht geht. Von dem her habe ich jetzt hier langsam angefangen, jedes noch so kleine 0,2er-Lüpferchen auszudrehen. Langsam bin ich jetzt ein bisschen tief, der Boden ist hier auf knapp 1000 Meter. Meine grosse Hoffnung sind die braunen Felder. Hier ist es jetzt zwar endlich gestiegen, aber so hure schwach und man hat ständig wieder neu zentrieren. Also ich sage euch, das hat hure Geduld gebraucht. Gerade mal so 300 Meter musste ich aufdrehen, für dass ich auf der anderen Seite gerade so Häppchen wieder allenfalls anhängen kann. Und gerade etwa so viel hat es auch gegeben und nicht mehr. Dann konnte ich dann endlich weiterfliegen.
Und tatsächlich erreichen wir die ersten Hügel von der anderen Seite vom Tal mit gerade so genug Höhe. Und tatsächlich fliegen wir hier sogar in ein Steigen rein, zwar nicht sonderlich starkes, aber immerhin, es geht rauf. Aber meine Geduld war hier schon langsam so ein bisschen am Ende und irgendwie hatte ich einfach nicht mehr so recht Energie, hier nochmal so schwaches Steigen auszudrehen. Und so ist es dann gekommen, dass ich losgeflogen mit der wahnwitzigen Vorstellung, ich finde jetzt plötzlich einfach noch ein viel besseres Steigen. Was ich dabei ein aus den Augen habe verloren, ist noch auf Landemöglichkeiten zu schauen. So musste ich dann plötzlich mit Schrecken feststellen, dass ich nur noch 2 schlechte Optionen habe. Die eine wäre hier in so einem Hang zwischen den Bäumen reinzuzirkeln und dann eine halbe Stunde rauszulaufen. Die andere war, knapp hier vorne zu fliegen und dann auf der anderen Seite der Autobahn auf so ein Feld zu landen. Und es war ja klar, übermüdet entscheide ich mich irgendwie immer für die gefährlichere Option. Ich erreiche jetzt den Landeplatz gerade so hepp-klepp, aber den Wind anschauen und noch irgendeine Volteneinteilung planen ist in diesem Moment völlig chancenlos. Zudem ist das Feld noch viel kleiner, als ich eigentlich gemeint habe, und es hat noch Kühe drauf. Aber alle hat funktioniert. Fuck! Was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Also sicher habe ich mal aufgrund der Müdigkeit am Ende vom Flug und wegen dem Stress von dieser knappen Landung einen kompletten Overload gehabt. Das alles hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich im Landeanflug plötzlich Panik bekommen, in eine Kuh oder in das Haus vor mir zu fliegen. Und habe wegen dem ganz bewusst in Kauf genommen, den Schirm abzureissen. Fazit, ich bin hier an mehreren Stellen mehr oder weniger bewusst ein deutlich zu grosses Risiko eingegangen. Es ist mir zwar nichts passiert, aber es wäre absolut vermeidbar gewesen. Immerhin kann ich mit Sicherheit sagen, dass das meine gefährlichste und dümmste Landung war von den letzten mindestens 3 Jahren. Und dann haben wir die Kühe noch meinen Schirm fressen, aber das konnte ich dann vermeiden. So, endlich habe ich es mal wieder geschafft, ein neues Video rauszugeben. Ich glaube es im Fall selber fast nicht. Jetzt habe ich am Anfang noch versprochen, von einem anderen Projekt zu erzählen. Das Projekt heisst Ogoi. Jetzt haben ein paar von euch vielleicht schon mitbekommen, dass es Ivory nicht mehr gibt. Ivory war die Software, die ich immer gebraucht für meine 3D-Visualisierung in meinen Videos. Ich habe irgendwann mal gefunden, hey, wenn ich in Zukunft noch Videos mache, dann ist das irgendwie ein Problem für mich. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen zu programmieren. Ein paar hundert Arbeitsstunden später war dann Ogoi fertig und es sieht etwa so aus. Es kann aktuell ungefähr das Gleiche wie Ivory dann zumal hätte können, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ein bisschen besser. Geht es doch einfach mal ausprobieren, einfach unter ogoi.app. Im Moment ist es völlig gratis, leider kann das langfristig nicht so bleiben, weil die Kartendaten, die ich anzeige, sind leider eben ziemlich teuer. So viel mal zu dem, da kommt vielleicht in Zukunft auch noch mehr dazu. Und jetzt wollt ihr sicher noch wissen, wie es mit dem Kanal eigentlich weitergeht, und das wollt ihr eigentlich auch wissen. Das Problem aktuell ist, dass die Videos, so wie ich sie bis jetzt gemacht habe, einfach für mich zu aufwendig und zu repetitiv sind von der Arbeit her. Ich habe aber schon ein paar Ideen, wie ich das in Zukunft verbessern könnte, aber ich kann dort natürlich nichts versprechen. Also die Chance, dass im nächsten Monat noch mal etwas Neues rauskommt, ist in dem Fall deutlich höher als in den letzten 1,5 Jahren. Okay, und der YouTube-Algorithmus, der möchte jetzt gerne, dass du das Video als nächstes schaust. Das wäre es jetzt mal für den Moment. Viel Spass noch und bis dann.